Isabel fragt, was ist dein Tipp, um ein für alle Mal Webflows, Classes und Naming zu verstehen? Ich brauche eine einfache Strategie, FinSuite's Client-First-Style-System. Ich finde das furchtbar verwirrend, was wahrscheinlich aber an mir liegt und nicht am System. Danke Isabel für die Frage und durchaus relevant, weil genau das Thema ist so wichtig, wenn man in Webflow wirklich auch effizient arbeiten möchte, ja, dass man seine ganzen Ebenen, seine ganzen Diffs, seine ganzen Elemente eben auch logisch benennt, um das wieder zu verwenden und auch da einfach nicht überall nur solche, weil das Schlimmste ist wirklich, wenn du ein Projekt gemacht hast für einen Kunden und irgendjemand kommt danach eben dazu und arbeitet an dem Projekt weiter und er blickt überhaupt nicht durch, weil irgendwie alles Div 1 oder Linkblock 10 oder 12 und alles nur irgendwie automatisch benannt wurde, weil du keine eigenen Namen oder logischen Strukturen eingeführt hast. Und eigentlich, und ich gehe in meinem Webflow Online-Kurs ja sehr detailliert darauf ein, wie du sowas eben professionell für Kunden aufbaust. Aber eigentlich ist diese Grundstruktur von der Website gar nicht so schwer zu verstehen. Und deswegen empfehle ich auch, wenn jetzt die Frage quasi ganz knapp behandelt werden soll, soll ich Client First von FinSuite, soll ich das irgendwie lernen? Ist es gut, sich da ein bisschen reinzufuchsen? Ja, weil sie quasi dir ein Fundament geben, das auch sehr viele andere Entwickler oder Webflow-User verstehen würden, die auf einem bestimmten Level sind. Ja? Und das ist eben das Gute, dass man quasi einen Nenner findet, mit dem man arbeiten kann. Und egal, wer dazukommt, er kann das quasi übernehmen. Auch wenn ich jetzt nicht speziell total nur mit diesen Class-Benennungen von Client First arbeite und sowas, kann mir jederzeit jemand ein Projekt in Webflow übergeben, das mit einem Client First aufgebaut ist und ich würde das ohne Probleme weiterarbeiten oder verstehen oder darauf basierend eben da drinnen was weiter erarbeiten können. Und ich kann mit dir das heute mal so ein bisschen durchgehen, wie man da so grob einfach die Sachen eben aufbaut. Und du siehst es eigentlich hier im Hero-Bereich von denen auf der Website schon ganz gut, dass eben vor allem eben die sogenannte globalen Klassen dir eben vorgegeben werden. Und die kannst du halt immer wieder verwenden. Und das ist sehr, sehr nützlich. Also gehen wir jetzt hier mal rein. Wir könnten das ja auch, das gibt so ein Starter-Kit, den du von denen dann quasi einfach duplizierst. Ja, gibt es auf der FinSuite Webflow Showcase-Seite. Und wenn du den einfach mal in Webflow öffnest oder hier klonst, hast du im Prinzip diese Seite und wenn du da reinguckst, hast du nur einen Style Guide drin. Und in diesem Style Guide ist eigentlich schon schön aufgebaut, sind diese ganzen globalen Klassen schon vordefiniert. Wenn ich jetzt also mal in die Classes reinschaue, sehe ich hier in Webflow in diesem Projekt eben so viele Klassen, die schon drin sind, ohne dass da irgendwas in der Website erarbeitet wurde oder sowas. Ja, die stehen dir einfach durch den Style Guide dann schon zur Verfügung und du kannst basierend darauf eben die verwenden in deinem Projekt. Es heißt also nicht, dass du die verwenden musst, sondern die stehen dir einfach zur Verfügung. Und wenn du am Schluss eben hingehst und sagst, gut, das weiß ich nicht genau, wie das jetzt Profis mit Client First machen, gehen die am Ende immer noch mal hin und sagen, gut, ich lösche diesen Style Guide raus, veröffentliche die Seite oder mach dann nochmal diesen Cleanup, weil der geht ja momentan nicht, weil jedes von diesen globalen Klassen hier schon drin verwendet werden und sind ja auch ein paar dabei, die man vielleicht nicht braucht. Ja? Schauen wir mal vielleicht grob, wie bei einem Website-Projekt eben Client First arbeitet, wie die das strukturieren. Und das ist eigentlich immer gleich. Und das, finde ich, kann man sich schon so ein bisschen abschauen. Da hat man einmal diesen Page-Wrapper, ja, der enthält eigentlich alles von der Seite. Und das Gute ist, dass man sich so alle Inhalte von der Seite hier, alle Sektionen mit einem Schlag quasi rauskopieren kann. Ich kann jetzt Copy-Paste das Ding duplizieren und wir haben das gleiche nochmal auf der Seite oder ich kann mir das auf einer anderen Seite einfügen. Und das ist der Vorteil. Wenn der jetzt nicht da wäre und du hier alle Sektionen einzeln in der Seite drin hättest, müsstest du im Prinzip jedes Mal wieder hingehen und hin und her und hin und her und wenn du einfach mal was in eine andere Seite holen musst, ist es leichter, einfach nur diesen Wrapper sich zu packen und dann entsprechend Sachen vielleicht rauszulöschen oder so, ja, auf einer anderen Seite. So, das heißt, der umschließt erstmal alles. Da haben wir globale Styles, das ist eine Komponente, wo wir einfach Custom CSS-Code einfügen können und da haben sie auch schon einiges dir eingegeben, dass irgendwelche Schriften schärfer eingestellt werden auf eben Retina-Displays zum Beispiel bei Apple oder so. Und im Safari genauso, was den Rich-Text angeht, dass man irgendwelche Abstände, die man da für die Headlines hat und so weiter. Also ein paar globale Sachen, zum Beispiel Pointer-Events off, ja, oder on. Das ist zum Beispiel auch was ich sehr häufig verwende. Das sind einfach Sachen, die musst du auch nicht unbedingt kennen, aber wenn du dafür schon mal Klassen hast, die du einfach im Designer ja auch verwenden kannst, diese Funktion gibt es speziell nicht im Webflow Designer, aber du kannst darauf basierend quasi jetzt hier die Sachen nehmen als Name und die im Designer verwenden und es ist trotzdem aktiv.
aber weil du es mit Custom Code hier in deinem Embed-Field hier reingeschrieben hast, aber du kannst es genauso nicht verwenden. Also du musst es nachher nicht hier irgendwie alles rauslöschen oder sowas. Wenn dich das jetzt hier total überfordert, kann man sich alles mal ein bisschen anschauen. Sowas wie hier, Hide, ist zum Beispiel was, das benenne ich wirklich so, wie das auch ist. Bei mir heißt es Display-None, weil genau diese Funktion ich quasi abrufe. Das ist auch was, das habe ich eigentlich im Webflow Designer mir auch im Style Guide angelegt. Weiß ich, warum sie das hier jetzt nochmal machen. Vielleicht, weil sie hier nicht überschrieben werden können. Steht hier ja als Kommentar, weiß ich nicht genau. Ja, wird schon einen Grund haben. Aber die haben sie einfach hier auch nochmal ein paar Custom eigene Klassen mit CSS eben angelegt. Und das ist sozusagen hier drin. So, dann haben wir die Navbar als Komponente. Das ist also eine, die nicht in diesem Main-Wrapper ist. In dem Main-Wrapper, ja, sind dann wirklich diese ganzen Sektionen der Seite drin. Und im Prinzip hast du immer den gleichen Aufbau auf jeder Seite. Wenn ich jetzt in eine andere Seite reingehe, haben wir es hier wieder gleich. Page-Wrapper, globalen Styles mit dem Custom CSS und dann die Navbar. Ich persönlich mache, weil auf jeder Seite auch die Navbar drin ist, die Styles immer in die Navbar rein, da habe ich schon mal zwei, also ein weniger. Aber das sind einfach so Sachen, die kannst du dann machen, wie du möchtest. Was du dir abschauen kannst, ist eben, okay, wir haben einen Page-Wrapper, würde ich auch immer drum machen, kannst du auch genauso benennen. Dann, und der hat eigentlich keine Styles. Der ist hier auf Overflow hidden, würde ich aber nicht machen. Würde ich nicht machen, weil du halt oft auch mal sowas hast wie Position Sticky und das würde dann nicht funktionieren, wenn irgendein Elternelement Overflow hidden hat. Und deswegen würde ich den einfach nur benutzen, um Copy-Paste auf andere Seiten eben diese schnelle Funktion zu haben. Und den Main-Wrapper, ja, der ist hier auch dann in Tag Main gemacht, zeigt quasi dem Browser, okay, hier sind jetzt eigentlich die relevanten Sektionen drin. Interessant, dass sie den Footer nicht in Main machen. Ich persönlich habe den auch in Main drin. Aber das sind einfach so Sachen, du kannst dir trotzdem abschauen, Page-Wrapper, dann kommt der Main-Wrapper und in dem Main-Wrapper sind eigentlich diese ganzen Sektionen drin. Und das ist erstmal so der Grundaufbau, ja. Und jetzt ist es so, dass die immer jeweils die Section, Home, da befinden wir uns gerade, Home plus, was ist es, ja. Also wir sind eine Sektion, fängt jetzt hier an, auf der Seite Home und dann, was ist es im Head-Bereich, also wir haben dieses Head genannt, das kannst du dann nennen, wie du willst. Ja, hier haben wir Section, Home auch wieder und dann Features, also irgendwelche Highlights, die du jetzt hier auf der Home-Seite machst. Und diese Sektionen haben auch gar keine Styles. Du siehst, hier ist nichts blau oder sowas. Das heißt einfach nur, okay, wir haben hier einfach eine Ordnung geschaffen. Wir haben Struktur geschaffen. Diese Sektion zum Beispiel hat auch den Tag Section. Sollte man vergeben. Habe auch schon gehört, dass es zum Beispiel auch besser ist für Browser, weil sie das irgendwie mit Lazy Loading und sowas verknüpfen, dass es halt einfach nicht alles auf einmal geladen werden muss oder nur nach Sectionweise, aber keine Garantie, habe ich nur mal irgendwo gelesen. Dann haben wir hier eben innen drinne das Padding Global und das ist halt bei den meisten Seiten so, dass du ja, wenn ich das hier jetzt rausmache, ja, dann hast du ja Seiten, die irgendwie total gequetscht bis an die Seite gehen. Und das will man ja nicht. Und deswegen nutzt man, weil man hier ein bisschen Luft braucht, nutzt man einfach diesen Abstand der eigentlichen Website, der nochmal außerhalb von den Containern ist. Und das ist dieser Padding Global. Und der ist jetzt bei denen eben 2.5 Rem. Du kannst es hier alles nachher einstellen im Style Guide, wie groß du das brauchst oder auch während des Projekts hier. Aber ich finde die Logik gut. Es kommt das ist der Main Wrapper und da drin sind meine Sektionen. Das heißt, ich benenne die Sektion, dann mache ich erstmal den Abstand zur Seite. Kann ja natürlich sein, du hast jetzt ein Bild, was irgendwie über die volle Fläche geht. Ja? Wenn du hier jetzt ein Bild einfügst, kann das ja über die ganze Fläche gehen. Ja? Ich weiß nicht, haben die sowas wie, haben sie nicht, aber wenn wir jetzt hier Full Width zum Beispiel nehmen, ja, ist es ein Bild, was halt über volle Breite geht. Das hat natürlich jetzt kein Padding Global. Das muss dann da nicht mit rein. Ja, das kann in der Sektion dann nochmal selbst sozusagen so sein. Aber nur fürs Verständnis, die meisten Sektionen haben eben diesen Padding Global, also diesen Abstand zum Rand vom Browser. Und dann da drin hast du dann letztendlich als nächstes deinen Container. Und hier hast du im Style Guide auch Container Large. Wenn du jetzt hier zum Beispiel nochmal Container eingibst, siehst du Large, Medium, Small. Wenn ich jetzt hier Medium nehme, wird er ein bisschen schmaler. Ja, wenn ich jetzt Container Small nehme, ist es noch schmaler. Und die sind einfach vordefiniert. Die kannst du aber auch definieren, wie breit die sein sollen. Und das sind so Sachen, die man sozusagen, ja, hier dann darauf basierend abgreifen kann, wie man sich das im Style Guide angelegt hat. Und dann kann man sozusagen die Benennungen halt, finde ich, sehr gut übernehmen. Also ich finde, das ist was ich mir halt beim Client-First-System definitiv abschauen würde. Es ist einfach dieses, wie die Struktur ist und wie die Benennungen ist. Es wird von
bis dahin, wo wir jetzt sind, finde ich, kann man das exakt so auch machen. Finde ich gut. Jetzt haben wir einen Padding Section Large. Das ist zum Beispiel was, das ist bei Client First, da haben die zwei Wege. Ich zum Beispiel nutze jetzt nicht sowas, wo ich der ganzen Section sage, du hast oben einen Abstand und unten und der ist large. Large ist bei denen 8 Rem und Medium wäre dann wahrscheinlich irgendwie 6 Rem oder sowas, ja. Sondern ich nutze meistens dafür eben 2 einzelne Klassen. Und das steht da, glaube ich, auch beim Client First mittlerweile zur Verfügung, dass du eben auch das nicht über ein hier machen musst, sondern ich habe dann 2 Klassen quasi, Padding Large Top, Padding Large Bottom oder sowas, ja, oder Start, End, so habe ich das, glaube ich, bei mir im Online-Kurs. Und das finde ich ein bisschen besser, weil man dann so flexibel ist und im Prinzip die auch mal hin und her schieben kann, wo man die Abstände braucht. Und jetzt gebe ich nicht irgendwie so das heißt, das muss nicht unbedingt bei mir jetzt so kommen. Und jetzt fängt quasi etwas an, was komplett für dich gestaltet werden kann. Und das ist, glaube ich, bis dahin eben das Wichtige. Du brauchst im Prinzip, wenn du mit Client First arbeitest, diesen Aufbau hier mit Main, mit PageWrapper, behalte den ein, ja, dann bist du schon mal richtig gut dabei und dann kommt eine Komponente, die im Prinzip für dich komplett allein so benannt ist, wie du die brauchst. Die ist jetzt hier auch von der Logik wieder, wo bin ich? Ich bin auf der Home-Seite, ich habe eine Feature, also eine Funktions- oder Feature-Komponente und ich würde jetzt zum Beispiel die nicht Home nennen, weil ich sagen würde, okay, die Feature-Komponente kommt vielleicht auch nochmal auf der anderen Seite vor und dann mag ich das nicht, wenn dann auf der anderen Seite, die eigentlich nicht Home ist, dann Home irgendwie steht. Warum sie das jetzt hier gemacht haben, wie gesagt, kannst du selbst für dich entscheiden. Ich kenne ja das Layout nicht, kann sein, die gibt es nur auf der Startseite, dann passt das ja. Aber das zum Beispiel ist selbst benannt. Gehe ich schwer davon aus, weil die jetzt hier mit Unterstrichen arbeiten zum Beispiel. Ja? Und das siehst du, wenn jetzt hier auch Features Component kommt, ist auch wieder mit einem Unterstrich. Ist auch also, okay, jetzt blicke ich erst, diese Feature-Komponente außenrum ist jetzt wieder speziell für die Home-Seite, aber dann haben sie Feature-Component, eben wenn du es auf einer anderen Seite nutzen willst, haben sie es eher offen gelassen. Ja, da steht jetzt nicht Home dabei in dem Namen. Deswegen, so würde ich es auch dann machen. Haben sie einfach nochmal einen Wrapper außenrum gemacht, okay. Und hier siehst du, die mit einem normalen Bindestrich und nicht mit einem Unterstrich sind sozusagen, ich kann auch nochmal noch weiter reinzoomen, die sind eben jetzt hier wieder globale Klassen, die dir im Style Guide eben schon vorgefertigt zur Verfügung stehen. Align Center und maximale Breite Medium. Also das ist auch eine globale Klasse, die dir zur Verfügung steht. Die ist dann 36 Rem. Und das sind einfach so Sachen, da kannst du, sobald du die weißt, dass du die hast, und da würde ich auch dir raten, solche Sachen anzulegen, zum Beispiel Text minus Center. Also bei denen heißt es jetzt Align Center. Ich habe bei mir eben Text Center, beziehungsweise Align Center ist bei denen wahrscheinlich Margin Auto rechts, links. Ja, haben die sowas wie Text Center? Text Color Gray, Text, nee, haben sie nicht. Also bei denen ist Align Center, doch, Text Align Center heißt es dann bei denen. Also das habe ich zum Beispiel. Ich habe dieses Align Center, wo ich nur Margin rechts, links habe ich bisher bei meinem Style Guide gar nicht. Aber hier dieses Text Align Center wäre dann zum Beispiel das einfach nur zu zentrieren, den Text. Und das sind halt so Sachen, wenn du die halt weißt, zum Beispiel wie ich arbeite nicht jetzt speziell mit dem System, aber ich weiß diese Benennungen einfach, auch wie die hier im Webflow Designer stehen. Da steht auch Align und ich weiß, dass das eben Left, Center, Right ist. Einfach steht ja auch, wenn du hier drüber gehst, siehst du das Pop-up. Und das heißt, dieser Tooltip sagt dir ein bisschen, wie das ja auch im CSS geschrieben wird. Und die nutzen das schon so von den Benennungen her, dass man wirklich auch sich da sehr stark orientiert. Dass das also eigentlich auch genau hier in der Klasse das steht, was auch ausgeführt wird. Und das hat man bei ganz vielen globalen Klassen vom Client First eben. Und das finde ich eine gute Sache, weil so kann ich auch hingehen, wie du jetzt gesehen hast, ich brauche jetzt hier irgendwie eine Funktion, wo ich den Text eben linksbündig mache. Ja, und jetzt habe ich gesehen, okay, Text Align, da kann ich mir hier ja durchlesen. Align Left gibt's, okay, nutze ich das. So, muss ich jetzt keine eigene anlegen oder so. Ich kann so ein bisschen die Begriffe benutzen und werde dann auch das fündig sozusagen, ja. So, dann haben wir eben diese Feature-Komponente und hier siehst du, das ist jetzt sozusagen eigener Name vergeben, wegen dem Unterstrich. Ich denke, das ist die Vorgehensweise hier. Und dann haben wir hier auch Features-Item. Und das ist jetzt einfach nur, weil diese Website dieses Feature-Komponente eben hat. Ein anderes Layout von einer anderen Website hat das gar nicht. Dann braucht man sozusagen auch nicht die Feature-Komponente. Das ist also nicht global angelegt von dem Client First,
irgendwie jetzt mit dabei, dass du für immer eine Feature-Section im Style Guide mit dabei hast oder sowas, sondern da geht es wirklich eher darum, wie sind die Headline-Größen, ja, wie ist die ganze, gibt es sowas wie Texte, Textfarben und so weiter. Also wir können jetzt hier mal reingehen, in Style Guide reingehen, weil ich finde es immer besser am Anfang zu verstehen, wie bauen die das auf, einfach von der Grundstruktur her, weil dann verstehst du auch, was hier alles im Style Guide drin ist. Und hier siehst du ja auch wieder der Page Wrapper, der Main Wrapper und jetzt fangen hier die Container an, ja. Container Small, Medium, Large, das sieht jetzt einfach nur nicht large aus, weil ich hier rangezoomt habe, aber wenn ich mal rausgehe, siehst du, der ist der größte, mittel und klein. Und wenn du die auch so benennst, ist ja total sauber und schön für deine Container, also würde ich auf jeden Fall machen. Und wenn du jetzt hier weitergehst, sind hier die ganzen Abstände und jetzt siehst du zum Beispiel, hier haben sie einmal eben die allgemein All H1 Headings einmal gestylt, ja, die Größe quasi, wie groß die sein sollen. Und das ist, wenn du jetzt mit einem neuen Projekt anfängst, auf Basis von Client First, würdest du hingehen und die ganzen Sachen von den Headline-Größen erstmal basierend auf dem Layout, was du für deinen Kunden erarbeitest oder wenn du eine Vorlage hast, basierend darauf eben auch abändern. Und dann, du musst jetzt nicht mit diesen 4rem arbeiten. Das ist alles was du verändern kannst. Es geht wirklich bei dem Client First nur darum, dass du diese Benennungen beibehältst. Dass man da d'accord ist, wenn mal jemand das übergibt oder auch, ich habe schon Anfragen gehabt, wo wirklich welche speziell das umgesetzt haben wollen mit Client First. Und dann hast du natürlich hier eine ganz gute Vorlage sozusagen oder kannst dir da viel, viel abschauen. Und so haben sie die Headlines hier erstmal alle durchgestylt. Dann gibt es auch sowas wie die Bullet Points zum Beispiel, sind ja auch von Webflow. All List Items sind ja standardmäßig auch gestylt. Die haben das jetzt zum Beispiel mit 0,25 Rem gemacht, also Abstand, ja. Das sind auch so Standard Dinge, die man von Webflow überschreiben sollte, ja, wenn du jetzt auch zum Beispiel nicht mit Pixel arbeiten willst und das ist einfach was der Style Guide hier auch schon dann für dich macht. Dann hat man diese ganzen Headings nochmal in Klassennamen, das heißt, ich habe jetzt auch diese Heading Style H1, bei mir heißen die eigentlich nur Title 1, Title 2, Title 3, hier heißen die halt Heading Style H1. Ist auch wieder für mich total schlüssig, warum, ja. Es ist der Style von der H1, die wir auch hier oben eben haben, ja. Und einfach nur Heading heißt, okay, Überschriften, Style von der H1. Also sehr nah an dem, was es wirklich auch dann ist. Und das finde ich echt super. Und ich könnte jetzt hingehen und den Text Size Regular rausnehmen und hier das reinschreiben. Und jetzt hätten wir den Copy-Text eigentlich in dem Style von der Headline. Und so kann man das dann mixen und machen, wie man möchte. Und das ist jetzt hier sozusagen auch schön, ja, man hat hier die Text Large, Medium, Regular. Bei mir heißen die jetzt nicht Text Size, sondern Copy Large, Medium, also Copy Large, Copy Medium, Copy Regular. Aber das sind auch Sachen, wahrscheinlich, wenn ich jetzt meinen Webflow Online-Kurs überarbeite, dieses Jahr werde ich auch solche Sachen zum Beispiel eher in die Richtung benennen, weil es doch auch für die das lernen, logischer ist. Es ist zwar Englisch, also das ist wichtig, dass man das natürlich hier beherrscht, aber das ist halt auch einfach oft bei Kundenaufträgen so, dass man da eher international gesehen, finde ich, englische Benennungen, Begriffe nehmen sollte. Und genau dafür ist ja so ein Style Guide hier voll gut, um sich das mal anzuschauen. Wie machen die das? Die wirklich auch nativ Englisch sprechen? Wie benennen die das dann? Und dann finde ich das super, dass man sich das hier anschaut und so die Benennung vielleicht auch versucht, in seinen Workflow so ein bisschen mit einfließen zu lassen, auch wenn du jetzt nicht den kompletten Style Guide schon übernehmen willst, ja, aber trotzdem kannst du so einfach mal anfangen, dich daran zu führen und bestimmte Dinge auch so zu machen. Zum Beispiel diese ganzen Sachen, Text, Style, ja, All Caps. So finde ich super, dass man das alles schon hat. Gibt zum Beispiel bei mir auch immer was mit Text, Underline. Das heißt bei mir einfach so ein Text soll einen Unterstrich haben. Und hier gibt es nicht speziell, da haben sie Text, Style, Link wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es noch irgendwo ist. Hier haben sie für die verschiedenen Stärken, Bold, ist jetzt immer Text, Weight, ist ja auch die Stärke, wie es hier beschrieben wird, glaube ich, genau, Weight. Also die nutzen das schon eigentlich ganz cool und finde ich, kann man sich gut orientieren. Für die Button hast du schon gewisse Vorlagen. Wie gesagt, die stylst du dir dann einfach um, kannst du rund machen, wie du möchtest. Und dann hat jeder Button, wenn ich das jetzt hier rund mache, ist jeder Button hier schon mal rund. Egal, ob es jetzt ein Small oder ein Large ist. Und das ist ja super. Also so kann man da eben hingehen. Hier sind die Farben. Was haben sie denn noch alles? Okay, dann geht es wirklich sehr speziell. Also man muss ja auch nicht alles verwenden. Ja, wie schon auch gesagt, man kann ja auch nur einzelne Dinge verwenden. Und bestimmte Sachen wie so eine Maximalbreite, Small, Large, X-Small, das
macht schon Sinn, hatte ich schon ein paar Stellen, wo ich das auch bräuchte, aber es ist jetzt auch nicht total fatal, wenn du irgendwo das mal eben speziell mit einer eigenen Klasse, mit einem eigenen Namen sozusagen vergibst. Hast du halt sozusagen keine globale Klasse verwendet, sondern eine eigene angelegt. Okay, ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, und hier haben sie auch nochmal diese ganzen Padding, glaube ich, Abstände und so weiter. Also lohnt sich da mal, sich durchzuscrollen und sich das einfach anzuschauen. Ja, ich habe es jetzt nochmal lange ausgeholt und ausführlich, glaube ich, beantwortet. Aber auch vor allem sich da mal gewisserweise auch cool, dass sie ein paar Checkboxen und Inputfelder schon gestylt haben. Ist natürlich ein Geschwindigkeitsboost, wenn du jetzt ein Projekt startest, aber vor allem einfach mal reinzugehen in so eine Seite von Client First und sich dann da mal durchzuklicken und zu gucken, okay, jetzt haben wir hier irgendwie diese Sektion, wie ist die denn hier aufgebaut? Und sich das einfach anzuschauen, ja. Und da habe ich dir jetzt heute mal so einen groben Überblick gegeben, aber detailliert muss man sich dann natürlich länger mit beschäftigen und dann lohnt sich aber, glaube ich, definitiv, das für sich ein bisschen als Basis zu nehmen, weil damit gehst du keinen falschen Weg. Also damit in Zukunft auch, da arbeiten schon international mehrere Leute dran und es ist schon auch angesehen jetzt in der Webflow-Community, wenn man damit arbeitet und es geht nicht darum, alles zu verwenden, sondern gewissermaßen die Grundstruktur auf jeden Fall und diese globalen Klassen und Begriffe, aber dann kannst du immer eigene Komponenten, eigene Benennungen ja dann mit einfügen und das ist, glaube ich, das, was man erstmal verstehen muss. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.